Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Schön, dass du wieder hier bist. Heute tauchen wir in eine Logik ein, die viele Deutschlerner verwirrt, aber eigentlich ganz einfach ist, wenn man sie einmal fühlt. Die Welt der Dativverben. In unserer letzten Folge haben wir die beiden Zeitmaschinen, Perfekt und Präteritum, gemeistert. Wir haben gelernt, wann wir welche Zeitform benutzen, um entweder wie in einem Gespräch oder wie in einem Roman über die Vergangenheit zu erzählen. Wir haben also gelernt, den richtigen Ton für unsere Geschichten zu treffen. Heute kehren wir in die Gegenwart zurück und schauen uns die Beziehungen zwischen den Personen und Dingen in unseren Sätzen an. Wir werden eine ganz besondere Gruppe von Verben kennenlernen. Verben, die eine geheime Vorliebe haben. Es geht um Verben, die immer den Dativ verlangen. Du kennst das Problem sicher, du möchtest sagen, ich helfe dir und dein Gehirn, das vielleicht an andere Sprachen gewöhnt ist, fragt sich, warum nicht ich helfe dich? Helfen ist doch eine direkte Aktion. Oder du möchtest sagen, das Auto gehört mir und wunderst dich, warum das so anders konstruiert ist. Ich verspreche dir, am Ende dieser Folge wirst du die Logik dahinter nicht nur kennen, sondern auch fühlen. Wir werden entdecken, dass der Dativ oft der Fall des Empfängers oder der interessierten Person ist. Wir werden die wichtigsten Dativverben wie helfen, danken, gefallen, gehören und passen kennenlernen und sie so oft in Beispielen verwenden, dass sie sich ganz natürlich in deinem Kopf verankern. Das ist deine Masterclass, um eine der häufigsten Fehlerquellen für Deutschlerner zu beseitigen und deine Sätze präziser und korrekter zu machen. Bist du bereit, den geheimen Empfänger im Satz zu finden? Dann lass uns beginnen. Die Logik der Fälle. Akkusativ versus Dativ im Überblick. Bevor wir uns die spezifischen Verben ansehen, müssen wir unser Gedächtnis kurz auffrischen. Was ist noch einmal der grundlegende Unterschied zwischen dem Akkusativ und dem Dativ? Stell dir eine Handlung vor wie geben. Der Mann gibt der Frau den Schlüssel. Hier haben wir zwei Objekte, die von der Handlung betroffen sind, aber auf unterschiedliche Weise. Der Akkusativ ist der Fall des direkten Objekts. Er antwortet auf die Frage wen oder was. Es ist die Sache oder Person, die direkt von der Handlung bearbeitet oder bewegt wird. Es ist das, was den Besitzer wechselt. In unserem Beispiel, was gibt der Mann? Den Schlüssel. Der Schlüssel ist also das Akkusativobjekt. Er ist das Opfer der Handlung. Der Dativ ist der Fall des indirekten Objekts. Er antwortet auf die Frage wem. Es ist oft der Empfänger der Handlung. Es ist die Person, zu der sich die Handlung hinbewegt oder die von der Handlung profitiert oder darunter leidet. In unserem Beispiel, wem gibt der Mann den Schlüssel? Der Frau. Die Frau ist das Dativobjekt. Sie ist die Endstation, die Empfängerin. Die meisten Verben im Deutschen sind sogenannte transitive Verben, die ein direktes Objekt im Akkusativ haben. Zum Beispiel sehen, lesen, kaufen, machen, lieben. Ich sehe dich. Akkusativ. Ich kaufe den Tisch. Akkusativ. Das ist der Normalfall. Aber heute konzentrieren wir uns auf die spannende Ausnahme, die Verben, die keinen direkten Opferakkusativ haben, sondern stattdessen einen Empfänger-Dativ verlangen. Die Helfer und Danker, Verben der sozialen Interaktion. Beginnen wir mit einer Gruppe von Verben, die soziale Interaktion beschreiben. Bei diesen Verben geht es nicht darum, etwas mit einer Person zu machen, sondern etwas für oder zu einer Person zu tun. Erstens, helfen. Das ist das klassische Beispiel. Wenn du jemandem hilfst, bearbeitest du ihn nicht direkt. Du richtest deine Hilfe an ihn. Er ist der Empfänger deiner Hilfe. Deshalb verlangt helfen immer den Dativ. Ich helfe dir.
nicht dich. Kannst du bitte meiner Mutter helfen? Wem? Meiner Mutter. Dativ. Der Arzt hat dem Patienten geholfen. Wem? Dem Patienten. Dativ. Zweitens, danken. Auch hier ist die Logik klar. Du richtest deinen Dank an eine Person. Sie ist die Empfängerin deines Dankes. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Ihnen ist die Dativform von Sie. Wir danken unserem Lehrer für den tollen Unterricht. Wem? Unserem Lehrer. Dativ. Er hat mir nicht einmal gedankt. Drittens, antworten. Wenn du jemandem antwortest, ist deine Antwort an diese Person gerichtet. Bitte antworte nur schnell. Der Chef hat dem Mitarbeiter noch nicht geantwortet. Viertens, glauben. Wenn du einer Person glaubst, schenkst du ihr deinen Glauben. Ich glaube dir. Glaubst du dem Politiker? Achtung, wenn du an etwas glaubst, wie an Geister, ist es Glauben an plus Akkusativ. Aber wenn du einer Person glaubst, ist es reiner Dativ. Diese Verben helfen, danken, antworten, glauben bilden eine logische Gruppe. Es geht immer um eine Handlung, die auf eine andere Person ausgerichtet ist. Geschmack und Besitz. Verben der persönlichen Zuordnung. Kommen wir zu einer zweiten, sehr wichtigen Gruppe. Diese Verben beschreiben keine aktive Handlung, sondern eher eine Beziehung, eine Meinung oder einen Besitz. Erstens, gefallen. Gefallen im Sinne von to please. Dieses Verb ist für viele Lerner schwierig, weil es im Deutschen umgekehrt funktioniert. Im Englischen sagt man I like the car. Das Subjekt bin ich. Im Deutschen ist das Auto das Subjekt und es gefällt mir. Ich bin der Dativempfänger dieses Gefühls. Das Auto gefällt mir. Wörtlich, the car is pleasing to me. Wie gefällt dir mein neues Kleid? Die Stadt hat den Touristen sehr gut gefallen. Zweitens, gehören. Gehören, auch hier geht es um eine feste Beziehung. Eine Sache gehört zu einer Person. Diese Person ist der Dativ. Das Buch gehört mir. Wem gehört dieser Stift? Dieses Haus gehört meinen Eltern. Drittens, passen. Passen, stehen bei Kleidung. Wenn dir ein Kleidungsstück passt von der Größe her oder dir steht von der Farbe Stil her, dann bist du die Referenzperson, also der Dativ. Die Hose passt mir nicht, sie ist zu klein. Das rote T-Shirt steht dir ausgezeichnet. Viertens, schmecken. Schmecken, schmecken. Genau wie bei Gefallen ist das Essen das Subjekt und du bist der Dativempfänger des Geschmacks. Die Suppe schmeckt mir sehr gut. Hat es euch geschmeckt? Diese Verben, gefallen, gehören, passen, schmecken, sind unglaublich häufig im Alltag. Lerne sie als eine Gruppe, die immer eine persönliche Zuordnung zu einem Dativobjekt beschreibt. Weitere wichtige Dativverben und der Satzbau. Es gibt noch eine Reihe weiterer wichtiger Verben, die du dir merken solltest. Oft haben sie mit Nähe, Ferne oder Zustimmung zu tun. Folgen. Die Polizei folgt dem Dieb. Zuhören. Bitte hör mir gut zu. Zustimmen. Ich stimme dir vollkommen zu. Vertrauen. Ich vertraue meinem besten Freund. Fehlen.
Du fehlst mir. Wieder umgekehrt, du bist das Subjekt, ich bin der Dativempfänger des Fehlens. Ein kurzer Blick auf den Satzbaum. Was passiert, wenn wir einen Satz mit einem Dativverb und einem weiteren Objekt haben? Das ist selten, aber es kommt vor. Ich verzeihe dir deinen Fehler. Wem verzeihe ich? Dir, Dativ. Wen oder was verzeihe ich? Deinen Fehler, Akkusativ. Die Regel für die Wortstellung lautet hier normalerweise Dativ vor Akkusativ. Die Person, also der Empfänger, kommt vor der Sache. Ein Dialog aus dem Café. Dativverben in Aktion. Um das alles in einen natürlichen Kontext zu bringen, hören wir uns einen kurzen Dialog in einem Café an. Achte darauf, wie oft die Dativverben ganz selbstverständlich verwendet werden. Guten Tag, kann ich Ihnen schon helfen? Analyse. Helfen verlangt den Dativ. Ihnen ist der Dativ von Sie. Ja, gerne. Wir schauen noch. Aber können Sie mir sagen, was die Tagessuppe ist? Analyse. Sagen hat hier ein Dativobjekt, mir und ein Akkusativobjekt. Was? Natürlich. Heute haben wir eine Tomatensuppe. Sie schmeckt den meisten Gästen sehr gut. Analyse. Schmecken verlangt den Dativ. Wem schmeckt sie? Den meisten Gästen. Das klingt gut. Ich glaube Ihnen. Ich nehme die Suppe. Analyse. Glauben verlangt den Dativ. Wem glaube ich? Ihnen. Mir gefällt die Idee auch. Ich stimme dir zu. Analyse. Gefallen verlangt den Dativ. Mir. Zustimmen verlangt den Dativ. Dir. Ein paar Minuten später. Hat es Ihnen geschmeckt? Analyse. Schmecken wieder mit Dativ. Ja, vielen Dank. Wir möchten bezahlen. Gehört dieser Stift hier Ihnen? Analyse. Danken. Implizit, ich danke Ihnen. Gehören verlangt den Dativ. Nein, der gehört mir nicht. Das macht dann 15 €. Analyse. Gehören mit Dativ. Dieser kurze Austausch ist voll von Dativverben. Sie sind das Schmiermittel der alltäglichen Kommunikation. Und damit haben wir das Geheimnis des Dativs gelüftet. Es ist nicht einfach ein willkürlicher Fall, sondern oft der Fall des Empfängers, der beteiligten Person, des Besitzers oder der Referenzperson für ein Gefühl. Wenn du anfängst, in diesen Kategorien zu denken, wird die Wahl des Dativs immer intuitiver. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Während die meisten Verben ein direktes Objekt im Akkusativ haben, gibt es eine wichtige Gruppe von Verben, die stattdessen ein indirektes Objekt im Dativ verlangen. Die Logik dahinter ist oft die des Empfängers. Die Handlung wird zu oder für eine Person ausgeführt. Lerne die wichtigsten Dativverben in Gruppen. Soziale Interaktion, helfen, danken, antworten, glauben, folgen, zuhören. Persönliche Zuordnung, gefallen, gehören, passen, schmecken, fehlen. Mein Tipp der Woche ist, dir einen Dativsatz des Tages zu suchen. Nimm dir jeden Tag eines dieser Verben vor, zum Beispiel gefallen. Deine Aufgabe ist es dann, im Laufe des Tages mindestens 3 verschiedene Sätze mit diesem Verb zu bilden und laut auszusprechen. Dieses Lied gefällt mir. Gefällt dir mein neuer Pullover? Ich glaube, das Essen hat ihm nicht gefallen.
Indem du dich jeden Tag auf ein Verb konzentrierst, baust du langsam, aber sicher ein festes Repertoire an Dativstrukturen auf, die du dann automatisch und korrekt verwenden kannst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die Logik des Dativs besser zu verstehen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge schauen wir uns die andere Seite der Medaille an. Wir widmen uns den normalen Verben, den Verben, die den Akkusativ verlangen. Wir werden sehen, warum sie der Standardfall sind und wie wir mit ihnen die häufigsten Sätze im Deutschen bilden, mit Verben wie sehen, finden, brauchen und vielen mehr. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.